Das Projekt Kairos, der richtige Moment, wird 2000 Jahre europäischer Kunstgeschichte auf eine andere Art und Weise erzählen, als wir es zurzeit kennen. Das Münterhaus in Murnau ist eine der Stationen aus dem Projekt. Aus dieser bürgerlichen Idylle heraus entwickelte sich der Blaue Reiter. Er hatte erheblichen Einfluss auf die Entwicklung des Expressionismus und damit auf eine der stilbildenden Epochen der modernen Kunst des 20. Jahrhunderts. Auf der kleinen Allee oberhalb des Münterhauses werden Gabriele Münter und Wassili Kandinsky anregende Spaziergänge gehabt haben. Hier mögen die Inspirationen, die zum Wandel ihrer Wahrnehmung geführt haben, entstanden sein. Der weite Blick ins Land als motivische Verdichtung taucht später in ihren Arbeiten immer wieder auf. Christian Zott, der Erfinder des Projekts, und Wolfgang Beltraki beim Lokaltermin. Ein paar Blicke und Eindrücke aus der Zeit vor über 100 Jahren lassen sich hier und heute immer noch nachvollziehen. Wolfgang Beltraki ist dabei, ein Gemälde auszuarbeiten, das einerseits diese Atmosphäre einfangen will und andererseits weit darüber hinaus weist. Er bildet nicht nur 6 zentrale Figuren der Blauen Reiter ab, er wird auch ihre künstlerische Handschrift in das Bild integrieren und sich dabei wiederum an Campendoncs Handschrift orientieren. Der Künstler erklärt: Das ist jetzt das Münterhaus und später sieht man dann auf jedem der einzelnen Leinwände das Münterhaus in der Handschrift der einzelnen Maler. Und das Ganze eben in der Handschrift Campendoncs. Und der Kairos für unser Projekt, der Kairos ist die 4 Quadratmeter Klausel von der neuen Münchner Künstlervereinigung. Und das Bild ist 1,90 Meter mal 2,75 Meter, entsprechend dem Bild Kandinskys aus dem Jahr. Die 4 Quadratmeter Klausel war eine Klausel in den Statuten der neuen Künstlervereinigung Münchens, dass kein Künstler ein Bild einreichen konnte, unjuriert einreichen konnte, 2 Bilder einreichen konnte, die größer waren als 4 Quadratmeter. Und er hat dann eben dieses große Bild gemalt, um ein Eklat zu provozieren, weil er austreten wollte mit Franz Marc, um dann eben, 2 Wochen später die erste Blaue Reiter-Ausstellung zu machen. Warum Campendonc? Ganz einfach. Campendonc war immer so ein bisschen vernachlässigt und hätte, wenn er dieses Bild gemalt hätte, Fiktion, wäre er ganz berühmt geworden. Wenn er damals dieses Bild gemalt hätte, wäre er berühmt, sehr berühmt geworden. Im Nachhinein, so ab 1970 vermute ich mal. 70, 75. Aber er hat es nicht gemalt, leider nicht. Aber letztlich, was mir besonders immer gefallen hat an Campendonc, ist die positive Einstellung seiner Bilder. Die Bilder sind immer sehr schön, sehr farbig, sehr positiv. Selbst die Bilder, die nachher über den Krieg erzählen, sind positiv irgendwie. Naja, und er war einfach unheimlich gut. Also er hat sich von 12 bis 14 extrem entwickelt und hat, also meiner Ansicht nach, die anderen wirklich teilweise schon überholt. Wer vielleicht noch wirklich gut war, besser als alle anderen, war Kandinsky, das ist unbeschreiblich. Und Franz Marc natürlich auch, aber er hat sich natürlich auch stark an Franz Marc angelehnt. Aber gut, aber er hat es eben ganz anders gemacht. Ne? Die angelehnt haben die sich auch alle. Die ganze Malerei, diese ganze hier, wenn man jetzt in den Franz Marc Stück guckt, die Malerei kam aus dem Kubismus und aus dem Fauvismus. Voilà. Also die haben das bei den Franzosen geklaut. Ne? So ist das nun mal. Jeder nimmt, was er kriegen konnte. Und Picasso durfte man nie in ein Atelier reinlassen. Kein Maler hat den irgendwo reingelassen, weil er sofort, wenn er irgendwas gesehen hat, was irgendwie besonders gut war, dann hat er sich das angeeignet. Und so sind Maler auch heute noch.